Allegra und willkommen zurück in die Schweiz. Wir befinden uns weiterhin auf Europas höchster Flughafen in Sameden. In den letzten beiden Folgen habt ihr bereits sehen können, wie Franz nach Egelsbach geflogen ist, um von dort mit Philipp gemeinsam ins Engadin zu fliegen. In dieser Folge geht die Reise mit der Super Dimona weiter in die Zentralschweiz nach Krekiswil. Dort lassen wir unseren Flugzeug stehen und fahren mit der berühmten Zahnradbahn auf dem Luzerner Hausberg Pilatus. Die Gegend rund um den Vierwaldstätter See gehört ohne weiteres zu den schönsten Gebieten der Alpen. Für die kleine allgemeine Luftfahrt bietet sich hier Krekiswil als Basis am besten an. Der ehemalige Militärplatz liegt in der Kontrollzone von Alpnach, direkt unterhalb vom gleichnamigen Militärflughafen. Und wenn das nicht schon genug Militär wäre, liegt gleich nebenan Emmen und Meiringen. Dazu kommt noch Boers als Werkplatz von Pilatus Aircraft und als Schlieping Militärbase. Unsere Route führt uns zunächst über den Bernina Pass nach Valposchiavo und anschließend über die Grenze ins italienische Valtellina. Ab Lago di Como enden wir unseren Kurs in Richtung Splügenpass, wonach es zurück in die Schweiz über Disentis und Altdorf zum Vierwaldstätter See geht. Dort durchqueren wir die Kontrollzonen von Boers und Altnach, um schlussendlich in Krekiswil landen zu können. Da unseren Flug ein Stück durch Italien verläuft, geben wir einen Flugplan auf. Eine Zollabfertigung ist jedoch nicht notwendig, da wir nicht außerhalb der Schweiz zwischenlanden werden. Sameden Information Delta Kilo Lima Sierra Victor, good day on the parking. For outbound to the Bernina with Information Lima. Delta Kilo Lima Sierra Victor Sameden, grüß Gott. The QNH is 1031 and runway 21 is in use. Taxi holding point 21, hold short of runway. Delta 5546, radio check, and after the winch we go direct Morail. 5546 is understood. Delta Sierra Victor, so holding point runway 21 and ready for departure. Sierra Victor, Roger, stand by short, brake, louder, rush 7 Charlie, how many miles? 7 miles. Okay, Delta Sierra Victor, the wind is 200 degrees, 9 knots, runway 21, take off on discretion. Taking off runway 21, Delta Sierra Victor. Delta Sierra Victor, you're going direct to Bernina or doing downwind for gaining altitude? Ja, wir machen Downwind, dann machen wir eine Platzrunde, ne? Delta Sierra Victor, I will go into the downwind and gaining altitude before going to Bernina. Okay, so look out for glider and paragliders in the area, Motors Morale, and jets on the short final runway 21. Delta Sierra Victor, looking out, thank you. Wobei, würde eigentlich so gehen. Kannst ja auch noch anders entscheiden, wenn du meinst. Ja, wir können da hin und dann da so rein. Delta Sierra Victor, I will climb now direct to Bernina, it's fine for me. So I won't go into the downwind, but direction Pontresina. That is check report Sierra. Report Sierra, Delta Sierra Victor. Das ist so falsch. Genau, können wir hier ein bisschen rechts bleiben. Ja, wunderbar. Was ist nochmal VY bei dem Flieger? Ah, da steht's ja, irgendwie so bei 60. Achso, ja, genau. Ja. Also auf keinen Fall unter VY. Nee, will ich nicht. Sich in diese Höhe. Ja. Ja, aber das ist dieser Maloja-Wind, ne, der jetzt schon losgelegt hat heute Mittag. Ja. Und hier hast du halt Glück, weil mit der Maschine bist du so früh in der Luft, dass du gar nicht in dieses Abwindfeld kommst. Genau. Delta Sierra Victor past Sierra 7100 feet, climbing 9000. Sierra Victor, schöner Flug, ciao. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao, Delta Sierra Victor. Hier erinnere ich mich, das sieht hier total wie auf dem Mond aus. Ja. Weil es so ein Geröllfeld hier ist. Ja. Und jetzt ist die Frage, was wir auch für eine Frequenz reintun.
Ja, aber Milano versteht es auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Oder Padua ist hier sogar. Wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich hier drüber geflogen bin und da war ich sogar in Flight Level 120, konnte es schon nicht mehr verstehen. Aber vielleicht können wir mit Zürich Delta sprechen. Können wir da mal probieren, aber wahrscheinlich dann auf der anderen Seite nicht mehr. Kann man erstmal versuchen, Zürich Info. Oder Info, ja. Oh, das ist schon ein krasser Berg hier. Ja, ich frag mal, guck mal, ob das klappt. Zurich Information, Delta Kilo Lima Sierra Victor. Das ist keine Chance hier. Wäre halt schön gewesen, ihm Bescheid zu sagen und ihm zu sagen, in einer halben Stunde melde ich mich wieder bei dir. Ja. Aber wenn's nicht was war nochmal der Frequenz für Delta? Ja, ich hab sie hier. 119 225. Zürich Delta, Delta Kilo Lima Sierra Victor, grüezi. Station calling Zürich Delta, you are unreachable. Ja. Warte noch mal einen Augenblick. Ja. Ja, bis auf 10 sollten wir gehen, ne? Viel höher. Macht vielleicht keinen Sinn. Ja, genau. Dann fliegen wir uns sonst so hoch durch das Tal. Ja. Soll ich es einfach nochmal probieren? Kannst doch mal probieren und ihm sagen, ne? Wir sind Bernina. Ja. Proceeding on to Italy and we'll call you back Havana in 25 minutes. Ja. Zürich Delta, Delta Kilo Lima Sierra Victor, grüezi. Ja. Schön. Ja, dann muss ich ganz kurz Gerne. für die Kamera auch mal. Ah, das ist so herrlich. Flugzeug. Hotel Papa, Roger, leaving principal. Schöne Mittag. Zurich Information, Delta Kilo Lima Sierra Victor. Delta Kilo Lima Sierra Victor, hello, pass the message. Delta Kilo Lima Sierra Victor, hello, Super Dimona, 45 from Lima Sierra Zulu Sierra to Lima Sierra Papa Golf. Currently 9,600 feet south of Splügen Pass, and routing will be via Splügen, via Hinterrhein, descent east, and on direction 4 ZSA and Borst. Sierra Victor, the QH1026, report descent east. Next descent is QH1026, Sierra Victor. Also da, das kenne ich bis Hinterrhein, ja, vom Autofahren, aber hier dabei noch nie. Ein interessantes Tal hier gekommen. Hier ist auch ein Fluss, der hier entspringt, wie du hier siehst, ja? Ja. Und dann bildet sich ein richtiges Flüsschen in diesem Tal. Aber Skybeam zeigt mir den Namen nicht an. Guck, wenn wir da so fliegen, kommen wir genau bei diesen Tees. Siehst du? Ah, und dann gleich so. Es gibt nur ein Danger Area, aber das ist... Ja, fliegen wir links oder rechts von der Danger Area? Links. Ja, ja, genau. Wir können ja hier über den Bergkamm vorne. Ja, hinten muss schon dann diese Hochfläche. Ja. Hinten ist dieser Tees. Ja. Ja. Hier ist
wirklich auch völlig unbewohnt, diese Ecke. Da ist er, geil. Also da müssen wir hinfliegen nochmal. Ja, was können wir machen? Ja. Oh, und dann wieder rechts und dann kann man ein paar Fotos machen. Sagen, wir sinken ganz gemütlich, ja, und dann gehe ich halt ein bisschen links. Wir sind nicht auf der Flucht, auch wenn wir fliegen. Das ist echt so, da kann man immer echt noch gerne irgendwo noch einen Schlenker machen. Ja, genau. Delta Sierra Victor is up in decencies 10,000 feet. Delta Mike Papa Mike India, zur Information, schönen Nachmittag. Geblockt. Delta Sierra Victor again. Delta Sierra Victor is just a mean descent. Oma Alpha. Copy, report for about Delta Sierra. Report Lake, Delta Sierra Victor. Ah, da ist der Vielwaldstift erzählt, ja. Ach, da ist er schon. Yes. Ach so, dann habe ich das ja völlig... Das ist der Bristen. Und gleich hier rechts gibt es das Maderanertal. Und da gibt es einen sehr schönen See zum Baden. Bergsee. Aha. Mike Sierra is being 30 and we're standing by for frequency change to back now. Fox Mike Sierra, Roger, living frequency is approved. Dann schönen Nachmittag. Richtig Altdorf ist das, ne? Ja, wir können jetzt ein bisschen Speed Reduce machen. Genau. Reduce. Ja. Genau. Und siehst du den See dort vorne? Auf die Bergflanke? Ja. Genau, das ist der Goldstone See. Geil. Und da kannst du super baden. Da gibt es ein Restaurant dabei und ja, genau. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Gehst du mit dem Seilbahn hoch, musst du nur ein flacher Wanderweg, so 20 Minuten laufen, bis man beim See ist. Maring active, Rometon not active. Und sehr entspannt. So, und hier, das ist auch interessant, diese Talseite gibt es sehr viele obere Bauernhöfe, wie du siehst, ne? Ja. Und da gehen überall Seilbahnchen hoch, die kannst du selber bedienen. Da kannst du eine Münze kaufen, dann schmeißt du da rein und drückst auf den Knopf und hier geht es auch Zwischenstützen. Da hält er dann auch an und dann kannst du mit dem Leiter so einsteigen und geht's los, ne? Delta Kilo Lima Sierra Victor is Altdorf and next to Port Seligberg. Delta Sierra Victor, Roger, look out for rescue helicopter crossing opposite at 6,500 feet at the moment in flight. No, it's maintaining 6.5 and contact box 19625. 119625, Delta Kilo Lima Sierra Victor looking out, thank you. Das ist Verkehr, eine Cessna, die hier hochsteigt. Ja, hat er auch nicht was mit dem Helikopter gesagt? Ja, ja, das ist noch ein anderer, der uns entgegenkommt in 6.5. Your number 1 runway 06. Ja, Busch rufe ich aber erst bei Selisberg. Ja, ja. Sag ihm aber, dass wir nochmal Richtung Luzern ein bisschen fliegen. Ja, ja, jetzt geht. Dass ich rechts nochmal ein Bild auch von Luzern machen kann. Ja, ich denke, Nord auf Birkenstock. Ja, Fourth Tower, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good day. Position Seligberg 6,000 feet. Descending 4,000 feet, like to cross CTR direction Birkenstock. Delta Sierra Victor, confirm your seaplane. Delta Sierra Victor, negative. I am a Super Timona and I will land at Kregisville, Lima Sierra Papa Golf. Okay, Delta Sierra Victor, next report overhead the field, QNH 1025. Next overhead the field, QNH 1025, Delta Victor. Da ist Luzern. Ja. Also wenn es geht, ne? Weil, ja, da muss ich Prinzip. Da ist dann auch die, dorthin, ne? Genau, und das Problem ist ein bisschen, da ist noch
Emmen, ja. Da muss man auch noch wieder Freigabe holen. Ja, egal. Aber du könntest mal fragen. Ja, du kannst mal fragen, ob er mit Emmen absprechen kann oder wie auch immer, dass wir One Circle over Luzern. That is Victor, north of Birkenstock is approved. Next sun start. And if it's possible, can we do a short sightseeing turn over Luzern? At what altitude? Welche Altitude? 4000? Ja. 4000 or below, that is Victor. Standby. Schau da, eine Schweizer Flagge auf den Fels. Heißt das dieses bonzige Hotel hier? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, da haben meine Eltern übernachtet. Descent to 4000 feet to maintain. One orbit over Lucerne is approved. That is Victor, descent to 4000 feet, one orbit over Lucerne approved. Thank you very much. That's Victor. Waarheid behauptet, Schweiz hat kein Meer. Das kann nicht wahr sein, ich hab's schon gesehen. Wo die Seelen frei im Wasser liegen, Nachmittag zum Ferienwind am Vierwaldstätter See. Box Tower to Hotel Bravo Oscar Romeo Kilo, we are back on the water and Hergiswil we have the circuit work completed and next after 4 o'clock. Romeo Kilo, copy, thank you. That's it. That is Victor, finished orbiting on next Lopper 4000 feet. Delta Sierra Victor, contact Outlook Tower 128.475, goodbye. 128.475, goodbye, that is Victor. Doren voor Landienne. Landienne. Outlook Tower, Delta Kilo Lima Sierra Victor, cruise position Hergiswil 4000 feet for full stop landing at Hergiswil. Delta Kilo Lima Sierra Victor, next report on downwind runway 03 Hergiswil, QNH 1025. QNH 1025, next report on downwind runway 03 for Hergiswil, that is Victor. Okay, Platzrundenhöhe ist 2,7. Yes. Jetzt runter. Und dann denkt dran, ihm zu sagen, dass er den Flugplan schließen soll. Ja. Das ist nämlich Altnach. Das ist Altnach, ja. Und Kergiswil sehe ich, glaube ich, auch schon. Ja. Frequenz hast du für Kergiswil schon drin? Nee, das ist der gleiche. Bleibst drauf. Ja, bleibst drauf. Wahnsinn, was die für Militär haben hier in dem Land. Hier irgendwo geht diese Bahn los, ne? Welche Bahn? Auf den Berg. Ja, die ist genau hier unten. Genau unter uns. Da hoch. Ja, ja, ja. Ja, da ist Kergiswil. Da geht auch ziemlich am Berg entlang hier die Platzrunde. Ja. Das heißt, der Downwind geht bis ganz leicht über den Seekante und dann zurück wieder. Ich bin nämlich die 2-1 letztes Mal gelandet. Ja. Aber die sollte man nur landen, wenn es Föhn gibt. That is Victor on downwind runway 03 for Hergiswil. That is Victor, landing Hergiswil is approved at your own discretion, report on ground. Landing approved on our discretion, will report on ground, that is Victor. Achso, ja, ist ja noch besser. Können wir ja dann den Flugplan schließen. Ja. So, dann machen wir die an. Ah, da fliegt sie noch über so eine Kapelle. Ah, deswegen. 2700 Fuß. Die Tiefe sollst du ja auch nicht fliegen. So, nehme ich ein bisschen Gas raus. Ja. Verlängere ruhig so gar, wenn es geht, so ganz kleines bisschen. Ja, ja. Den Downwind. Outlook Tower, Hotel Bravo, Sierra Fox uniform, down start 4000 feet, full landing in Hergiswil. Hotel Bravo Sierra Fox uniform, Outlook Tower, QNH 1025. The next report entering Hergiswil downwind runway 03. QNH 1025, da wird noch weiter terrain downwind 03, Hotel Fox uniform.
sieht gut aus. Das ist eine wellige Piste. Jo. Delta 7 Victor is on the ground for Craigsville. Request to close my flight plan. Delta 7 Victor taxi at your own discretion on the ground in Craigsville and report runway Craigsville located. Delta 7 Victor taxiing over on the ground, on the discretion, and we'll report land located. Delta 7 Victor. Alles sehr schweizerisch korrekt. Ja. Mann. Aber es ist ein schöner Platz hier, wirklich. Ja. Reingezwängt. Das ist gar nicht ohne diese Antwort. Nee, gell? Das geht auch Ziemlich steil, musst du da runtergehen. Ja. Aber den Flugplan hat er nicht bestätigt. Nee, das frage ich jetzt nochmal nach. Delta 7 Victor has the runway located at Craigsville, and did you close my flight plan? Neither it was only before. Report departure point. Departure was Samaren, Delta 7 Victor. Roger Delta 7 Victor, I will just now close your flight plan. Thank you very much and have a nice evening. Thank you, same to you. Thank you, bye bye. Okay. Sehr schön. Gipfelglück auf über 2000 Meter. Auf dem Berg, das seinen Namen an eines der berühmtesten Flugzeughersteller der Welt verliehen hat. Und nicht nur das. Ursprünglich war die Produktion der Pilatus-Flugzeuge sogar im Berg selber vorgesehen. Aus Kostengründen wurde die Idee jedoch wieder verworfen und die Firma begann in 1940 die Produktion im benachbarten Stans. Zwar haben wir den Aufstieg nicht zu Fuß, sondern mit der steilsten Zahnradbahn der Welt gemeistert, dennoch dürfen wir den phänomenalen Ausblick verdient am Ende eines Flugtages genießen. Nicht zuletzt können hier vom Esso-Gipfel 3 Flugplätze beobachtet werden. Da ist Emmen, da ist Grandbourg und dort unten ist Alpnach. Die schönen historischen Züge aus 1937, wie hier im Video zu sehen, haben leider seit Ende 2022 ausgedient. Nun fahren moderne Triebwagen den Berg hinauf. Wir fahren derweil auf der anderen Seite des Berges mit der Luftseilbahn hinunter nach Kriens und in die Innenstadt von Luzern.
Luzern endet unsere heutige Folge. Natürlich nicht ohne Grund, denn die Zentralschweiz ist inzwischen unsere neuen Homebase geworden. Von hier aus werdet ihr hoffentlich noch viele neue Folgen mit uns erleben. Vielen Dank für euer bisherigen Interesse und für über bereits 1000 Abonnenten.